Mahlzeit. So, ich habe mittlerweile ein paar... Da war es wieder. Gott, ich kann es mir nie abgewöhnen. Habt ihr eine Idee, wie man sich so Angewohnheiten abgewöhnen kann? Ich jetzt gerade nicht. Wir haben mit dem Rauchen aufgehört, aber das kriege ich nicht hin. So. Jetzt, was wollte ich? Genau, jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Sehr gut. Einkaufen gehen. Shopping. Ich mache noch ein separates Video zu Händler, Leveln und Missionen. Andermal. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Turbo Market und schauen wir mal, was wir kaufen können. Da gibt es nämlich ein paar kleine Kniffe, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, aber wieder nicht alle. So, wir haben jetzt einmal, wie man es kennt, Shiro Ammunition und Hospital. Der Flohmarkt, der noch nicht geöffnet ist, der kommt noch. Minty. Unseren DLC-Händler, Merchant of Death, Spectre. Und ganz zum Schluss Marek und Jiri. So, ohne Konzept, wie ziehe ich das auf? Machen wir direkt zwei in einem. Wir haben einmal Jiri als Händler für Konsumgüter. Meiner Meinung nach eigentlich das Wichtigste, die Bunkerressourcen und die Consumables, weil ich dann die heilige Tangerine-Dose kaufen kann. Warum so heilig? Naja, es ist eine von zwei Lebensmitteln, die halt Essen und Wasser auffüllen. Also ich nehme normalerweise 2 Tangerines in Raid mit. Das reicht. Da braucht man sich mit nichts anderem mehr beschäftigen. Nicht ohne Grund haben sie die Dose wahrscheinlich auch größer gemacht. Die war vorher nur so 60% hiervon. Und das Ganze soll wahrscheinlich dem gottgleichen Tangerines entgegenwirken. Aber es geht. Wer Ahnung hat, kriegt ja auch so in den Rucksack. So, mal gucken, ob wir Probleme wegen den Sounds kriegen. Gut. Marek, ja. Ich hatte schon mal in vorherigen Videos gesprochen vom Bunker-Upgraden. Und da mache ich einen ganz kurzen Exkurs, weil wir müssen unterscheiden zwischen den Räumen und den Utilities, also der Wertigkeit des Raumes. Wir könnten also zum Beispiel Intel-Raum Level 2 kaufen. Das ist also die Größe des Raums. Bespricht in meinem GPU-Video habe ich gesagt, ich habe den nur auf Level 1, weil ich halt auch nur ein Rack brauche. Also wenn ich jetzt auf Level 2 gehe, kriege ich ein zweites Regal, aber sonst nichts. Wenn ich jetzt unter Utility gehe, da habe ich die aufgeführt als Wertigkeit des Raums und da seht ihr, wenn ich da noch ein Spielerlevel habe, dann kann ich die Wertigkeit des Raums erhöhen, ohne die Größe erhöhen zu müssen. Also generiere ich mit dem halben Regal oder mit dem Regal, was ich voll habe, mehr Geld, ohne dass ich halt den Raum selber vergrößern muss. Bei Storage und Armory ist ziemlich klar, da geht es nur um die Räumlichkeiten an sich. Storage habe ich noch gar nicht geupgradet, weil ich brauche es aktuell nicht. Und Gardening Room auch, da haben wir drüber gesprochen. Ich habe also die Anforderung, Generator 3 kommt noch. Und dann kann ich das dritte Pflanzbeet setzen. Was aber auch wiederum nicht über den Wasserverbrauch. Hier mit Gardening Station 3, da habe ich natürlich dann einen geringeren Wasserverbrauch. Und hier Medical Station 3 habe ich dann höheren NRS-Output. Und da ist der Generator. Guck mal, mit 23, das ist schon schön. Also 22 und 23 ist so das Interessante. Dann steigt mein Geld, was ich über die GPUs erzeuge. So, das war ja schon komplett Marek. Also ich persönlich verkneife mir, die Räume zu kaufen, aktuell, die ich nicht brauche. Zum Ende kann man es noch machen. Oh, Entschuldigung, Frosch im Hals. Ja, schön heute. Ansonsten, überlegt euch, ob ihr das Geld gerade ausgeben wollt oder nicht, ne? Gut. Haben wir das auch schon erledigt. 2 interessante Sachen noch, gerade bei Spectre, aber können wir auch bei Minty einmal machen. Wir haben bei Spectre, oder wir haben generell die Möglichkeit, Favoriten zu erstellen. Das zeige ich gleich nochmal, wenn wir wieder im Bunker sind. Heißt eigentlich, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Assault Rifle haben, eine AKM. Kann ich die hier einmal lasern. Oder ich klicke hier drauf, bleibt sich Hose wie Jacke. Also habe ich jetzt 2 Stück da drin. So, eine wieder. Wenn ich hier ein Sternchen setze, dann ist das mein Favorit. Und dann kann ich die in meinem Kiosk im Bunker kaufen, ohne dass ich den Markt aufsuchen muss.
Das wissen wahrscheinlich schon die meisten. Was dann als nächstes Detail kommt, ist, wir löschen es mal, wir können das Ganze customizen. Heißt, ich nehme die AKM, ich nehme hier Gun Attachments, das ist ja so, dass wo die ersten dran denken. Also wir haben einmal den Adapter für die sowjetischen Waffen, die Sights. Ich persönlich mag das PK06. So. Jetzt könnte ich die so lasern und habe als Custom AKM. Und dann kaufe ich die direkt so und kann auch die als Favorit so abspeichern. Das heißt, ich sitze in meinem Bunker und kaufe die so. Auch eine schöne Möglichkeit. Jetzt haben wir noch den nächsten Schritt. Das ist so das, was die wenigsten auf dem Schirm haben. Ich nehme noch ein Magazin. Fertigladen und Einzelschuss. So, und dann habe ich die Waffe komplett abgespeichert und der Feuerwahlschalter ist gespeichert, sowie dass die fertig geladen ist. Ich habe die so nicht in Favoriten. Gucken wir jetzt mal. So. Einmal. Gucken wir gleich mal nach, ob ich euch nichts Falsches erzählt habe. Ansonsten kann ich mir selber widerlegen. So. Das gleiche kann man im Endeffekt auch mit den Westen machen bei Minty. Ich rüste mir die also mit Munitionstaschen aus, um dann die direkt schon mit Anordnung zu kaufen, dass ich nicht jedes Mal im Bunker rumfummeln muss. Ja. So, ich zeige es jetzt nur mal kurz. Ja, ich kann mir die jetzt schon... Der kommt jetzt so wieder. So. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte noch eine Granatentasche dabei haben, kann ich auch hier hinhängen, kann ich die abscannen und kann die Weste immer so fertig kaufen. So. Na, genau. Selber heute keinen roten Faden, deswegen laufen wir jetzt ein bisschen hin und her. Wir haben die Möglichkeit, Items zu versichern. Wissen vielleicht nicht alle, aber man hat die Möglichkeit. Bringt es was? Bedingt. Ich mache es mal gerne an der Sling fest. Das ist wahrscheinlich auch das, wo die meisten drauf gekommen sind. Ich könnte jetzt eine Slingback kaufen. So, ich mache einen Naked Run oder nahezu Naked Run und sterbe, Sling ist weg. Hat mich nicht viel gekostet. Aber wenn ich eine Sling jetzt versichere, zahle ich nochmal 110 mehr. Und die Versicherung sagt eigentlich nur, sollte ich sterben und ein anderer Spieler nimmt mein Equip nicht mit raus, bekomme ich das Equipment einmal wieder innerhalb von 24 Stunden. Ich finde gerade bei Slingbacks ist das interessant am Anfang, weil die meisten nehmen Slings nicht mit. Ich kriege im Schnitt 4 von 5 wieder. Also haben wir nochmal Geld gespart. Wenn man jetzt dazu übergeht, das auch auf einfache Waffen umzulegen, gerade später im Wipe oder in den 3 Monaten in der Season, wie wir es nennen wollen, nimmt nicht mehr jeder alles mit. Also zum Beispiel eine AKSU, mache ich mir ein Visier drauf und Magazin rein. Für einen Run kostet mich nicht viel, nehme ich mit. Auch kein Ersatzmagazin, nur die eine Waffe. Und da habe ich durchaus schon die Hälfte wiederbekommen. Mal fehlte das Magazin oder das Visier, aber die Waffe und die Scheibenschwanzhalterung kriegst du auch wieder. Kannst du auch wieder ein bisschen Geld sparen. So. Gehen wir nochmal zurück nach Spectre. Ich habe es nämlich vergessen. Und auch ein Detail. So, dann, man hat nachher panzerbrechende Munition. Die Leute kaufen sich Magazine und dann schießen sie immer leer. Habe ich auch schon gehört und gelesen auf Facebook. Und das bringt nichts. Wir sehen, ein AKM-Magazin kostet mich 1050 Kronas. Und wenn wir hier unten den Haken rausnehmen, dann kostet mich ein AKM-Magazin 400. Leer. Ich kann die also schon leer kaufen. Der nächste Vorteil ist, habe ich jetzt im Bunker 20 AKM-Magazine voll oder halb voll, verkauft die. Ja, ihr spielt Full Metal Jacket am Anfang, verkauft die, ihr kriegt zwischen 700 bis 800 für ein volles AKM-Magazin und könnt euch quasi 2 leere kaufen. Auch dann das leere Magazin kann man sich, mein Hund,
kann man sich, lass gut sein, auf den Favoriten legen und schon kauft man eigentlich nur ein leeres Magazin an seinem Kiosk und kann direkt AP-Munition reinmachen. Ja. Nervt euch die Musik auch so? Ich würde sie gerne ausschalten können manchmal oder den Sender wechseln. So, habe ich jetzt auch schon über die Favoriten gesabbelt. Jetzt gehen wir nochmal ins Safe House und gucken wir mal, ob ich euch keinen ganzen Unsinn erzählt habe. So. Ich habe drin unter Favoriten Custom AKM 8000. Das müsste aber meine sein ohne Magazin. Und dann haben wir noch das AKM-Magazin leer. Das habe ich serienmäßig drin. Und da unten können wir wieder rauslöschen. Und da unten ist die AKM 9260. Die kaufen wir jetzt mal. Receive Items ist jetzt ganz oben drin. So. Feuerwahlschalter steht auf Einzelschuss. Waffe ist fertig geladen. Also für Leute, die dann vielleicht auch vergessen, dass sie das machen wollen oder so. Ja. Kann man direkt loslegen in Raid. Und wenn ich jetzt sage, ich verkaufe das Magazin wieder. Das können wir ja mal so klein kariert sein. Haben wir einen Haken? Ne, haben wir nicht. Geht das so? Ne. Machen wir so rum. Ich habe ja gerade gesagt, ich verkaufe das Magazin, kriege das Doppelte. Was kriegen wir jetzt? Wir haben 1000 bezahlt. Würden wir bezahlen? Wir würden 700 wiederkriegen. Und 396 bezahlen wir für ein leeres. Also es ist nicht ganz die Hälfte, aber im Endeffekt, man kann seine vollen einfach verkaufen und sich leere kaufen und man macht da keinen Verlust dran. So. Die Waffe ist jetzt noch völlig einsatzbereit. Kommt jetzt bei mir noch an die Verbrauchswand. Wie ihr seht, ich habe noch ein paar auf Lager, weil ich AKM ganz gerne spiele in dem Kaliber. Ja, schon mal panzerbrechende, deswegen. Gut, habe ich was vergessen? Wenn nicht, kommt gleich ein Schnitt. Oder wenn ja. Nein, wir haben Marek gemacht. Wir haben Favoriten gemacht beim Händler. Und wir haben, ja, wisst ihr? Heute mal keinen roten Faden. Was man hier sieht, Receive Items kennen sich ja alle. Favoriten hat man jetzt natürlich auch. Ich glaube, es sind 11 Plätze insgesamt. Deswegen, jetzt sind nämlich meine Tangerines oben rausgeflogen. Die muss ich mir wieder reinmachen. Mehr als 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 11 ist Maximum. Ich hatte eben mehr drin. Rationen. Haben wahrscheinlich auch die meisten schon auf dem Schirm, aber man kann sich alle 6 Stunden eine Ration abholen. Einmal am Tag und einmal die Woche. Was halt immer ein bisschen Ausrüstung ist, wenn man schon ganz blank ist. Wie ihr seht, ich kriege hier die Möglichkeiten. Ich habe also heute oder gestern was abgeholt. Ja. Gut. Und gerade die 6-Stunden-Ration ist interessant, weil ich sehe es, da sind immer die NRS-Pens mit drin. Und ich habe ganz gerne hier mein Zeug direkt im Trading Room, weil, ihr habt es gesehen, AKM raus, Rucksack voll machen oder ein paar Items aufs Band werfen, einen neuen Rucksack bestücken und wieder up and raid. Okay. Dann Kommentare, Anregungen gerne und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.